Das heißt, heute steht die große glasfaserverstärkte Kunststoffreparatur an. So, heute steht mal GFK-Reparatur an. Ich habe bereits die Schadstelle, wo der Vorbesitzer gegen eine Ecke gefahren ist, jetzt hier entsprechend mit einer Schleifmaschine angeschliffen und auch sauber gemacht. Und da werde ich jetzt dieses Band schichtweise reinkleben. Und zwar am besten immer von klein zu groß, dass die Bänder immer größer werden und hier auf dem Grund entsprechend dann auch haften. Die müssen immer am Originalmaterial haften für ein ideales Ergebnis. Und da mache ich jetzt so einen Schichtaufbau. Hier ist die andere Stelle. Hier war ein Kratzer reingefahren. Da werde ich dann ebenfalls, ja, sagen wir mal, 2 Schichten, 3 Schichten reinbauen. Dann wird das nachher schön runtergeschliffen. Und hier oben, da versuche ich diese Löcher zu schließen. Hier ist ein ziemlich großes. Muss ich mal ein bisschen tricksen. Erstmal was Harz reinmachen und dann die Matte reinrollen. Ein bisschen nachstopfen. Da kriegen wir auch schon ausgebessert. Das heißt, heute steht die große glasfaserverstärkte Kunststoffreparatur an. So, jetzt haben wir hier dieses Reparaturharz und auch das Glasseidengewebe, das ist mitgeliefert. Das schneiden wir uns jetzt zu. Passt da super auf mit. Das hat nichts an den Händen, nichts in den Augen verloren. Das atmet man nicht ein und aßt nicht rum damit. Also genau das Richtige für mich. Das Zeug ist nicht gesundheitsförderlich. Das ist der Härter. Da kommen 2% rein. Ja, also da muss ich mir gleich was überlegen, wie ich das mache, dass ich hier, ich brauche ja nur wenig, bisschen was rein tue, die 2% am besten mit einer Waage auswiegen, wenn man dann eine hätte. Ne? Tut man zu viel rein, härtet der Mist nicht aus. So, hier sind 250 Gramm drin, hier 8 Gramm. 2% bei 250 Gramm, das ist 5 Gramm, also noch nicht mal diese ganze Flasche auf die ganze Flasche reingefüllt. Das wird also bei meiner benötigten Menge sich im Tropfenbereich abfinden. Und da ich jetzt keine Waage habe, schätze ich jetzt mal ab. So, wenn du wie ich keine Waage hast, dann nimmst du dir einen Esslöffel oder einen Teelöffel. Auf einen Esslöffel kommen 15 Milliliter Öl drauf. Das heißt, 2 Esslöffel von dem Harz sind ungefähr 30 Milliliter. Kannst du mir folgen? Ein Tropfen Flüssigkeit hat 0,03 Milliliter, vielleicht 0,05 Milliliter. Das heißt, 2 Tropfen auf 30 Milliliter müssten genau 2% ergeben. Kannst du mir folgen? So, gearbeitet habe ich jetzt von klein nach groß, immer größere Stücke draufgeklebt. Und es ist schon ein Materialaufbau zu erkennen, wie man hier sieht. Jetzt gehe ich gleich nochmal mit ordentlich Harz drüber und dann wird das schon laufen. So, wollen wir mal hoffen, dass das jetzt hier hält. Pflaster drauf. Die müssen jetzt aushärten, werden dann geschliffen. Okay. Und dann sehen wir, ob es geklappt hat. Ich glaube schon. Muss immer reinquatschen bei jedem Video. Ach, du nimmst mich jetzt hier auf. Das ist doch nicht dein Ernst. Du hast ja gerade erst angefangen. Aber das ist doch total gut so. Warum soll ich denn da noch mehr dran rumschleifen? So, fertig geschliffen mit 1600er Schmirgel nochmal nass geschliffen. Komplett weg das Problem. Jetzt haben wir noch ein Problem. Jetzt haben wir einige Bohrlöcher noch im GFK drin. Und eine Stelle hat nicht so gut geklappt, zuzukippen. Und da haben wir uns jetzt diesen Power-Kit hier geholt von nicht von Uwe. Und diesen Power-Kit werden wir jetzt als nächstes im nächsten Video ausprobieren.